So, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute machen wir an der R1200 GS den Luftfilter neu. Dazu müssen wir Verkleidungsteile abbauen, also einmal hier unten so ein kleines Teil. Die sind nur hier eingesteckt und dann haben wir diese Verkleidung hier, haben wir hier eine Schraube und hier vorne noch eine Schraube. Diese Verkleidungsschrauben, die bleiben, die sind mit dem Kunststoff verbunden. Wenn das also bei euch so ist, dann habt ihr hier für diese Verkleidung nur 3 Schrauben. Und hier vorne ist noch ein Gumminupsi drin, also auch so ein Halter. Den vorsichtig rausziehen und dann hier oben die Verkleidung entnehmen. Ich zeige das mal. Hier haben wir so einen Zapfen, der hier oben in die obere Verkleidung eingreift. Und dann haben wir hier vorne die Schraube und diese beiden Schrauben. Ein kleiner Tipp: Diese Schraubverbindungen für Verkleidungen, die gammeln mit der Zeit ein bisschen fest und sind trocken. Wenn ihr das wieder zusammenbaut, macht ihr hier ein bisschen Kupferpaste oder Keramikpaste drauf, je nachdem. So, dann haben wir hier noch eine Verkleidung. Da haben wir noch eine Schraube hier. Also man merkt es schon, wie die länger drin sind, die Schrauben, dann gehen die teilweise relativ schwer auf. Und ihr habt dann zum Beispiel wie hier so ein Metallteil im Kunststoff, das dreht sich dann teilweise mit oder fällt raus. Das soll natürlich nicht sein. So, dann haben wir hier noch eine Schraube. Die Schrauben, die ich bis jetzt weggemacht habe, sind alle gleich lang. Das heißt, müsst ihr also nicht extra nochmal beschriften oder so. Sieht man hier schlecht, aber geht. Hier haben wir so einen Gummieinsatz drin mit einem Langloch. Da können wir ein bisschen Silikonspray vorher schon drauf machen, dass das besser flutscht. Gleiches machen wir hier auch. In diese Schieber hier hinten rein. Bisschen Silikonspray, weil das alles ziemlich eingestaubt ist. Und dann ist das hier vorne so eine Spange, die hinten drin eine Nase hat. Die können wir reindrücken so ein bisschen. Und dann nehmen wir uns eine geeignete Zange. Können wir das so greifen. So, und dann können wir den vorziehen. Ein bisschen bewegen und rausziehen. So. Ja, das ist einfach so eine Spange und die sitzt dann hier hinten in der Nut drin und auch da kann man ein bisschen was drauf machen, Silikonfett oder so, um das dass es leichter geht. So. Das ist hier schon ein bisschen ramponiert alles. Und man sieht das da vorne so ein bisschen. Einfach hier ein bisschen Silikonfett drauf und dann ist das schon in Ordnung. So. Und dann können wir hier den rausmachen und können den ganzen Schnorchel einfach zur Seite wegziehen. So, und dann sehen wir hier schon den Luftfiltereinsatz. Und zwar ist das ein K&N Dauerfiltereinsatz. Ich sage jetzt dazu mal nichts. Ich habe da meine persönliche Meinung zu. Auf jeden Fall kommt an der Stelle ein Mann- und Hummelfilter rein.
Also ein ganz normaler Papierfiltereinsatz. So, dann kann man das Ganze hier ein bisschen sauber machen, außenrum. Geht mit Silikonspray, wie auch immer, das schön reinigen. Und dann können wir da mal auch schon mal reingucken, wie das da innen drin aussieht, ob da Öl drin steht oder ob da besonders viel Schmutz drin ist. Okay. Also oben ansetzen, dann ein bisschen auf die Gasleitung achten. So. Und dann sitzt der da schon drin. Gucken wir drauf, dass der richtig sitzt, der Filter. Dass er nicht irgendwo daneben geht. Dann können wir hier schon wieder reindrücken. So, dann habe ich hier ein bisschen Silikonfett dran gemacht. Dann drücken wir den hier vor, führen die da ein, wo sie hingehören. Drücken die rein, bis sie einrasten. Man muss hinten die Nase vorgucken, dass es nicht vorrutschen kann. Machen den unteren rein. Der rastet auch ein. Und danach ist das Ganze schon erledigt. Ja, achtet darauf, dass hier vorne der Ansaugtrichter in der Nut sitzt, richtig. Das Ganze nochmal mit Silikonfett oder auch mit Silikonspray behandeln, dass das beim nächsten Mal wieder leichter rausgeht. Ansonsten war es das eigentlich schon zum Luftfilterwechsel. Eine easy Sache. Den Luftfilter C1635, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und ja, natürlich kann man das Ganze wieder zusammenbauen. Die Schrauben, wie gesagt, ein bisschen Schmiere da dran machen, dass die leichter gehen. Nicht zu fest andrehen, dass das Kunststoff nicht kaputt geht. Und dann ist diese Sache in der Wartung schon mal erledigt. Ich baue das jetzt nicht zusammen, weil es hier natürlich weitergeht. Der Tank muss noch raus, die Batterie muss noch raus und der ganze Kram. Ja, das war es zum Luftfilter. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.